Let's go, liebe Freunde. Bitcoin stark bei 60.000 US-Dollar. Was jetzt für den Crypto-Space super wichtig wird, schauen wir uns in diesem Video an, denn diese Woche scheint wirklich großes Explosionspotenzial zu haben. Negativ oder positiv, das schauen wir uns an. Es geht natürlich auch heute um die Arbeitsmarktzahlen. Donald Trump bekommt hier wirklich die absolute Vollmacht gefühlt. Ein 91 Jahre altes Gesetz wird hier gekippt. Wir sehen uns natürlich an, die Koalition hat gerade getagt oder hat gerade die Steuerreform, die Rentenreform hier bekannt gegeben. Schauen wir uns genau an, was da gerade los ist. Haushalte sollen entlastet werden, jüngere Menschen besser integriert werden, schneller in den Arbeitsmarkt. Also da kommt ein bisschen was auf uns zu. Es fühlt sich alles gerade wieder so schwer an, so, ja, so machtlos. Natürlich auch der Spritpreis, denn der Tankrabatt ist weg. Auch spannende XRP-News rund um den XRP-Ledger. Also ich habe heute echt viel vorbereitet, deshalb gehen wir direkt rein. Die T-Shirt-Verlosung geht natürlich in die nächste Runde. Der Juli könnte sehr bullisch werden. So viele Informationen schon im Intro. Lasst mir gerne einen Kommentar, ein Like da, wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Liebe Freunde, sofort gehen wir in die On-Chain-Daten rein. 60.000 US-Dollar. Bitcoin hat sich in den letzten 24 Stunden um 2,39% erholt. Der gesamte Crypto-Space 2,15 Milliarden US-Dollar schwer, 1,6% Zuwachs in den letzten 24 Stunden. Das 24-stündige Handelsvolumen bei 83 Milliarden. Wir haben das hier gesehen. Bitcoin testet hier die 61.000, hat dann natürlich erstmal eine Ablehnung bekommen, was in dieser Marktphase auch völlig okay ist. Wir sehen natürlich auch das 24-stündige Handelsvolumen mit 40 Milliarden konstant, möchte ich mal sagen. Und mit dieser Bewegung nach oben, die wir gesehen haben, ich habe jetzt mal den Wochenchart mir reingeholt, kommt auch unter uns wieder einiges rein, Richtung 57.000, aber möglich, dass Bitcoin auch nochmal den Spike hier nach oben sucht auf knapp 62.000, hier sich nochmal die Milliardchen, Millionchen abholt. Also Volatilität ist auf jeden Fall gegeben, also dass es nach oben oder nach unten gehen kann. Wer weiß das schon so recht? Ist in dieser Marktphase wirklich sehr, sehr schwierig und tendenziell sehe ich erstmal eine Seitwärtsphase. Jetzt kommen natürlich auch immer wieder diese Rufe nach tieferen Kursen, Bitcoin 30.000, Bitcoin 20.000, 40.000, was auch immer, 50.000, was ich für realistisch halte, realistisch. Aber das ist wie vor einigen Jahren, als viele gesagt haben, Bitcoin geht auf 10.000, Bitcoin geht auf 12.000 und haben dann eben nicht bei 15.000 gekauft, mussten sich dann wieder bei teuren Kursen einkaufen. Deshalb super entspannt einen Sparplan laufen lassen. Das ist eben eine solide Strategie, die komplett die Emotionen auch rauslässt. Jetzt rund um den ersten, zweiten werde ich auch wieder kaufen, aber ja, ich warte noch mal ein bisschen. Ich habe so ein bisschen Gefühl, es könnte vielleicht noch mal nach unten gehen. Aber werden wir sehen. 296 Millionen US-Dollar sind wieder aus den Bitcoin-ETFs rausgeflossen. Bei Ethereum sind 14 Millionen reingekommen, jetzt auch nicht wirklich überragend. Hyperliquid mit 2,9 Millionen US-Dollar, was jetzt nicht wirklich krass ist. Die Liquidierung in den letzten 24 Stunden halten sich ungefähr die Waage. Insgesamt 447 Milliarden US-Dollar. Der Angst- und Gier-Index, der Fear and Greed-Index bei 18, aktuell immer noch extreme Angst. Und jetzt gehen wir hier in das dritte Quartal, was tendenziell, da gehen ja auch wieder viele Videos und viele News viral, wenn das Quartal, das zweite schlecht geendet ist, das dritte gerade mit dem Juli tendenziell eher grün. Aber was haben wir uns nicht erhofft, dass hier Ende 25 nochmal richtig die Reise abgeht? Und im Endeffekt waren es 5 Monate in Folge rot. Ja, also genau darauf würde ich mich eben auch nicht verlassen. Werden wir dann rückblickend betrachten. Heute spannend kommen aus den USA die Arbeitslosenquote, die definitiv nochmal die Märkte beschäftigen wird. Natürlich auch die Non-Farmer Payrolls, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Auch super, super spannende Indikatoren, die dann natürlich wichtig werden für Kevin Warshs Zinsentscheidung.
der Fed natürlich, also nicht er alleine entscheidet das ist ja auch ein Gremium und da wird es natürlich dann auch wieder zur Sache gehen. OKX, da kamen nochmal Fragen rein mit diesem, ich wollte gerade sagen, Tankrabatt, mit den 8% auf deine Einzahlung. Unbedingt, wenn ihr über meinen Link reingeht, sichere dir die 400 Euro in BTC, auf diesen Button drücken und dann hier nochmal drauf gehen. Jetzt teilnehmen und dann geht es hier, gehe zum Einzahlungsbonus und dann kannst du hier quasi Gelder hinzufügen. Genau, melde dich an und zahle schon ab 10 Euro ein. Und je nachdem, wie lange du das aufrecht hältst, diese Einzahlung, bekommst du halt diese 8%. Lest euch das hier unten nochmal durch. Zwischen 10 Euro und 250.000 Euro 8% Bonus. Das schon mal sehr, sehr gut und auch die 400 Euro kannst du dir immer noch sichern, wenn du dich über meinen Link registrierst. Und nochmal zum Thema Copy Trade. Es sind Trading Bots, die du kopierst. Vielleicht sollte ich das eher so nennen. Also Copy AI Trading Bots. Und schaut hier unten einfach mal durch. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Gerade Solana im Trend 31 Tage, 8% Gesamtgewinn, wirklich sehr, sehr gut. Hyperliquid auch ein Paar, was aktuell sehr, sehr gut zu traden ist. 24 Leute haben diesen Bot zum Beispiel kopiert und haben sich 11% gesichert. Je nachdem, wie viel du natürlich auch bereit bist, da reinzustecken. Also unbedingt OKX mal unten abchecken. Link ist in der Videobeschreibung und in den angepinnten Kommentaren. XRP 1,06 $ kämpft hier eben auch um diese starke Marke oder was heißt um diese starke Marke, um den Support rund um die 1 US-Dollar. Und wenn wir hier einfach mal zurückgehen auf den 15. Juni 26, da geht es schon wirklich ordentlich nach unten für XRP, wenn wir noch weiter zurückgehen. Heieiei, und ich hoffe jetzt einfach, dass wir in dieser Phase bleiben, in dieser 1 US-Dollar-Phase. Keiner von uns, liebe Freunde, und da bin ich mir sicher, möchte hier in diese Zeiten zurück, als wir XRP hier jahrelang gefühlt bei rund 50 US-Dollar-Cent hatten. Also ich denke und wünsche mir natürlich auch sehr, sehr stark, dass die 1 US-Dollar-Marke hält und wir von dort aus wieder in den nächsten Wochen und Monaten aufbauen können. 1,47 Milliarden in 8 Wochen, das ist wirklich sehr, sehr stark. Und zwar geht es hier um die XRP-ETFs, die wirklich super gut unterwegs sind, das muss man sagen, im Vergleich zu den anderen ETF-Produkten. Die Freigabe, die routinierte Freigabe von XRP-Token, die heute bzw. gestern auch wieder stattgefunden hat, von denen aber Ripple ein großes Sortiment wieder sperrt, lediglich rund 250 Millionen von 1 Milliarde frischen Token kommen hier für den freien Handel zur Verfügung. Aktuell liegen noch etwa 38 Milliarden XRP in diesem Treuhandkonto, in dem Escrow-Konto. Beim aktuellen Tempo reicht dieser Puffer noch für 9 weitere Jahre. Netzwerk wächst. Wir sehen hier auf dem XRP Ledger 5000 neue Wallet-Adressen. Obendrein erreicht die größte Adresse mit mindestens 10.000 Token einen neuen Rekordwert. Naja, 10.000 Token, jetzt auch nicht so überragend. Was aber genial ist, ist das XRP Ledger Lending Protokoll. Der XRP Ledger plant Kreditinfrastruktur für institutionelle Nutzer. Jetzt könnte ich euch das natürlich hier durchlesen, wovon will niemandem zu nahe treten, wahrscheinlich die Hälfte, dann nur die Hälfte davon versteht. Deshalb ist es einfach wichtig, hier zu verstehen, dass Kreditentscheidungen, diese bleiben jetzt außerhalb der Blockchain. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das Protokoll übernimmt nur die standardisierte Ausführung. Dazu gehören unter anderem die Organisation von Liquidität, die Vergabe von Krediten mit festen Bedingungen, Zinsberechnung, Rückzahlung und möglichen Ausfallregeln natürlich. Das XRP Ledger Lending Protokoll ist kein klassisches Yield-Produkt, sondern eine Infrastruktur, ein Vorschlag für institutionelle Kreditmärkte auf dem XRP Ledger. Für Anleger ist es kein kurzfristiges Kaufsignal. Langfristig könnte genau solche Infrastruktur aber entscheidend sein, wenn Blockchains mit institutionellen Finanzsystemen eine größere Rolle spielen wollen und sollen.
Trump sahnt mit Kryptogeschäften ab, gestern hatte ich ja kein Video gemacht, sonst hätte ich das auch mal mit thematisiert. Über 1,2 Milliarden US-Dollar mit den Kryptogeschäften eingenommen und sagt dann noch mit breiter Brust, alle profitieren davon. Natürlich die Anleger in den Melania Trump-Coin und den eigentlichen Trump-Coin, die aktuell auf minus 70 bis minus, ich glaube, 80% Verlusten sitzen. Ja, ich glaube, das ist absoluter Hohn und seine Familie insgesamt, da sind die Gewinne noch viel, viel höher. Mehr als 500 Millionen Dollar erzielte Trump demnach mit seinem Unternehmen World Liberty Financial durch den Verkauf neuer Kryptoprodukte. Ja, also das erstmal noch so am Rande. Aber was jetzt richtig, richtig krass wird für die USA, der oberste Gerichtshof hat ein 91-jähriges geltendes Gesetz abgeschafft und Trump damit die vollständige Kontrolle über die Finanzregulierung gegeben. Und Trump hat jetzt die Möglichkeit, die SEC, die CFTC-Kommissare ohne Grund zu entlassen. Und das kommt jetzt gerade in dieser Phase rund um den Clarity Act. Ja, spannend, wie er sich da oder wen er da rausschmeißen wird, wie er die Marionetten installieren wird. Also das auch nochmal wirklich heftig und eine News, die eigentlich riesengroß ist, die muss thematisiert werden. Hau mir dazu auch gerne mal eure seht euch das Bild an. Fuck your Portfolio. Passt absolut. Also crazy. Auch BlackRock ETF hat im Juni Bitcoin im Wert von 3,55 Milliarden US-Dollar, ich will nicht verkauft, verkauft ist schon der richtige Ausdruck, aber er verloren. Wirklich sehr, sehr krass. Nächstes Thema, der Ölpreis fällt. Also der Sprit auch erstmal relativ günstig gewesen an der Tankstelle. Doch jetzt kommt der Tankrabatt oder fällt der Tankrabatt weg und exponentiell explodieren die Preise teilweise um 24 Cent an den Tankstellen. Also absolut irre. Und ja, man wird natürlich oder die Konzerne, da wird appelliert, dass sie diese Preise nicht sofort wieder so nach oben schrauben. Aber ihr seht es hier, um 18 Cent ist E10 gestiegen auf 2,15. Bei Diesel sogar ein Aufschlag von gut 20, teilweise 24% auf über 2,11 €. Also ich kann das ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig verstehen. Natürlich hat man vielleicht noch zu teuren Preisen eingekauft durch den Iran-Krieg, aber meine logische Denke sagt mir, es muss ja in den nächsten Tagen eigentlich wieder nach unten gehen. Wenn der Ölpreis so weit unten ist, wie kann man denn das rechtfertigen, die Preise noch so hoch zu schrauben? Oder ja, wir waren wieder auf Vorkriegsniveau, auf Voreskalationsniveau und jetzt gefühlt die Eskalation da unten ist vorbei, der Ölpreis fällt, aber die Spritpreise bleiben gleich. Ich weiß auch nicht, wie lange das hier noch so weitergehen soll. Es wird gefühlt jeden Tag irgendwo ein bisschen schlimmer. Jetzt hat der Koalitionsausschuss gerade getagt. Vor wenigen Minuten ist Bundeskanzler Trump, Bundeskanzler Merz vor die Presse getreten. Und sie wollen junge Menschen, wie es hier heißt, hat Bärbel Baas gesagt, wieder besser in den Arbeitsmarkt integrieren, denn so viele Schulabbrecher, aber auch junge Menschen ohne Abschluss, die die Schule einfach nicht schaffen, kommen auf den Arbeitsmarkt. Und da wollen sie diese jungen Menschen natürlich auch ins System reinholen, dass die sich nicht auf die faule Haut legen und dabei Mama und Papa abgammeln. Na, wie auch immer. Merz hofft auf Zustimmung der Bevölkerung. Ich gehe davon aus, in dem Anblick, wo erkennbar wird, dass wir damit auf dem richtigen Weg bleiben, wird auch die Zustimmung zur Bundesregierung steigen. Naja, schauen wir mal an. Mittlere Einkommen, Familie sollen hier entlastet werden, 600 € im Jahr. Im Gegenzug soll die Reichensteuer erhöht werden. Der Spitzensteuersatz von 47% soll dann schon bei 250.000 € greifen zu versteuernden Einkommen. Das auch nochmal, eine Thematik, die hier bekannt gegeben wurde. Klingbeil betont Notwendigkeit der Reform. Wir alle spüren doch, dass diese Zeiten, dass es da einfach nicht reicht und dass wir nicht alles so lassen können. Deutschland ist ein starkes Land, aber wir tragen die Verantwortung dafür, dass es auch ein starkes Land bleibt. Die Krankschreibung per Telefon wird abgeschafft. Es wird dann wieder gelten, ab dem ersten Arbeitstag ist die Krankschreibung vorzulegen. Ja, Fakt ist, es wird sich über die Jahre hier einiges ändern. Schaut euch das gerne auch nochmal an.
Jetzt spricht gerade noch Lars Klingbeil. Haut mir eure Meinung dazu unbedingt mal in die Kommentare. Es wird in den nächsten Jahren definitiv nicht einfacher, denn auch immer mehr Unternehmen wandern ab ins Ausland. Ihr habt jetzt gesehen, unsere Automobilindustrie ja schon seit Monaten, seit Jahren am Straucheln, einfach am Zusammenbrechen. 100.000 Jobs will VW streichen. Also es wird hier immer katastrophaler. Ja, da muss halt jeder schauen, dass er wirklich, wie Einstein sagt, vorangeht, nicht mit der Masse mitgeht, denn wer mit der Masse mitgeht, der wird nicht ja, aus diesem Hamsterrad rauskommen. Umso wichtiger ist es, dass du jetzt handelst, deinen Weg gehst, versuchst dich irgendwie zu verbessern, vielleicht auch neuen Weg einzuschlagen. Denn wenn du jetzt immer nur der Masse folgst, immer das machst, was alle machen, dann kommst du nie voran. Und ein wichtiges Thema ist nun mal Krypto. Das ist super wichtig. Beschäftige dich mit dem Trading, mit dem Copy-Trading. Mach etwas mit deinem Geld. Natürlich keine Finanzanlageberatung, aber so mache ich es eben. Und damit bin ich einfach gut gefahren aus dem letzten Zyklus und bereite mich jetzt vor wieder auf den nächsten Zyklus. Ihr lasst mir gerne einen Kommentar, ein Like da. Checkt OKX ab. Für mich aktuell die beste Börse. Bybit EU ist auch gut. Beide Links sind unten in der Videobeschreibung. Bekommt ihr überall einen Einzahlungsbonus. Bleibt alle schön gesund. Kommentar, Like, Abo. Bis morgen. Peace.